Hallo YouTube, hallo angehende IRL-Streamer. Ich möchte heute mal eine kleine Version, oder eine Möglichkeit veröffentlichen, wie man am besten ein RTMP-Server relativ schnell und einfach sich erstellen kann. Ich hoffe, es wird mir auch halbwegs so gelingen, dass der eine oder der andere das auch relativ gut versteht. Wir werden mal gleich zur Sache gehen. Und ja, die eine oder andere Sache mal zeigen, was man so alles braucht. Auf jeden Fall erstmal einen Rechner. Grüß. Nee, Spaß beiseite. Da es im deutschen Bereich relativ wenige YouTuber gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen, werde ich mal eine Variante aufzeichnen, die meiner Meinung nach nicht schlecht ist. Erste Geschichte, die logischerweise notwendig ist, ist halt ein Firefox. Ich benutze den relativ gern. Man kann auch mit dem Edge Vorlieb nehmen oder anderen Browsern. Das soll ja von der Sache her erstmal nicht das Hauptproblem sein. Browser hat ja jeder. Der eine nimmt einen Chrome, der nächste nimmt den, der nächste nimmt den. Wir nehmen jetzt mal den Firefox, laden den uns frisch runter. Wir haben hier ein relativ frisch installiertes Windows in einer virtuellen Maschine, so dass ich im Prinzip nicht alle Sachen leaken muss hier in meinem Netzwerk. Und dann geht das Ganze in die nächste Runde. Als nächstes habe ich mir extra ein kleines Textdokument bereitgestellt. Was wir alles noch so Schönes brauchen, ist zum Beispiel den VLC-Player in der 64-Bit-Variante. Den habe ich mir ja auch schon vorbereiteterweise runtergeladen. Werden wir auch gleich nebenbei schon mal installieren, damit wir hier nicht so lange warten müssen. Deutsch ist ja klar. Ganz normale Standardinstallation, nämlich ich gucke hier in der Regel halt noch nach, wegen den Cache- und Einstellungsgeschichten. Die können wir bei der Gelegenheit mal zurücksetzen. Deutsche Sprache sehe ich jetzt hier keine weitere Einstellung, ist da notwendig. Dann geht es einmal auf Weiter. Installieren. Wenn das Ganze fertig ist, schauen wir nochmal ins Textdokument. Ich benutze sehr gerne Notepad++, um auch Textdokumente oder Config-Dateien für mich besser ersichtlich zu bearbeiten. Das werden wir dann als nächstes installieren. Habe ich auch schon runtergeladen. Liegt auch schon in meinem Ordner drin. So, den VLC-Player einmal anstarten. Netzwerkzugriff haken lasse ich alles drin. Fortfahren. Und damit war es das eigentlich. VLC-Player ist installiert. Als nächstes hatten wir gesagt, gucken wir mal wegen dem Notepad++. Ach, jetzt ist der Firefox auch schon fertig. Wir haben alles im Prinzip frische Sachen. Wir wollen jetzt hier nichts bereinigen. Machen den Kram mal zu. Gucken wir mal, ob wir ins Internet kommen. Jo, funktioniert soweit. Nächste Geschichte war Notepad++. Ist ein ganz kleines Programmchen. Einmal installieren. Hier auch wieder gucken wegen Sprachgeschichten. Die deutsche Sprache. Einmal weiter das Ganze. Fertigstellen. Ich habe gut. Ein paar Sachen haben wir jetzt ja schon installiert. Wir brauchen dann als nächstes OBS Studio. Werden wir auch gleich installieren. Ich habe jetzt die Installationsvariante genommen. Man kann allerdings auch eine Variante nehmen, wo man das halt nicht unbedingt installieren muss, wo man es halt nur entpacken muss. Ich nehme jetzt hier die neueste, die 2803 Variante zum Installieren.
weil ich will eigentlich nach Möglichkeit wirklich nur neue Sachen benutzen. Ich habe auch extra die Fritzbox zurückgesetzt, nehmen da auch eine neue Beta, damit das Video nicht gleich morgen schon wieder veraltet ist als solches. Okay, OBS ist installiert, einmal durchstarten, gucken, ob das Ganze auch läuft. Sieht ganz gut aus. Für Stream optimieren, ich denke, das ist die Standardeinstellung, die sollte man auch so lassen, wenn man streamen möchte. In dem Fall ist es ja IRL-Streaming, würde ich halt auch so lassen. Wir gehen noch weiter. Bildschirmauflösung bzw. Basisleinwandauflösung muss jeder im Prinzip selber mal gucken, wie das Ganze bei seinem Rechner halt ist. Ich lasse es jetzt hier mal auf 1080. In dem Fall, wir lassen das Ganze bei 30 oder 60. Wenn möglich 60 bevorzugt für gute Qualität. Einfach mal auf Weiter. Plattform ist Twitch, Konto verbinden. Dort muss dann halt die Verbindung zu dem jeweiligen Twitch-Konto hergestellt werden und der Stream-Schlüssel eingegeben werden. In dem Fall werden wir einfach mal das Konto verbinden. Cookies akzeptieren, ganz normale Sache. Username, Passwort eintragen und dann sollte das Ganze eigentlich mehr oder weniger schon selbsterklärend sein. Dazu mache ich kurz das Päuschen, weil ich möchte meine Daten nicht liegen. Wenn die Zugangsdaten eingegeben werden, kommt in der Regel bei Streamern auch der Token. Der muss natürlich logischerweise dann auch eingegeben werden. Das werden wir jetzt auch machen. Ist das Ganze erledigt, kommen wir zu diesem Fenster. Ich schalte jetzt hier die Überprüfung wegen der Bitrate-Geschichte aus. Und Stream-Schlüssel lassen wir jetzt alles so. Automatisch Server würde ich im Prinzip selber gucken, welches man dort am besten benutzen kann. Es gibt auch ein kleines Programm dafür. Könnte ich eventuell nachher, wenn ich es nicht vergesse, auch noch mit hinzufügen in die Beschreibung unter dem Video. Bitrate nehmen wir 6000, wenn der Internetanschluss so viel hergibt als abgehenden Upload von der Sache her. Wenn das halt möglich ist, tragen wir hier 6000 ein und gehen dann auf Weiter. Ich habe jetzt in dem Fall Niederlande ausgewählt und Basisleinwand skalierte Auflösung 1080p mit 60 fps. Einmal die Einstellung übernehmen und schon ist das Ganze mehr oder weniger fertig. Hier kommt noch die Geschichte, die wir einfach schließen. Fensterchen mal ein bisschen größer machen. Hier auch gucken. Ja, es ist halt das neue OBS. Muss noch mal ein bisschen gucken. Cookies akzeptieren. Ja, bitte, danke. Cookies auch akzeptieren. Ja, bitte, danke. Gut. Fenster lege ich jetzt einfach hier neben rein. Dann hätte man auch noch den Chat und die Stream-Informationen. Was für mich immer wichtig ist, weil ich das gerade nicht sehe, ist die Geschichte mit den Statistiken. Wir gucken mal, ob das in dem OBS 28 dieses Fensterchen ist. Genau, das habe ich vermisst. Gucken, wo wir das am besten hier hinpacken können. Gut, ich war eben bei Ansicht drin und Statistiken, das war falsch. Wir müssen bei den Docs rein und dort die Statistiken uns nehmen. Ich packe die jetzt einfach mal hier unten rein. Jetzt haben wir zwei Sachen drin, Quelle und Statistiken, das wollte ich jetzt nicht. So, dann legen wir die Statistiken oder die Quellen nach links. So, jetzt machen wir die Statistiken nach links. Genau, jetzt hat das Ganze auch einen Sinn. Die Quellen, die Szenen, der Audiomixer, Szenenübergänge, Stream starten, stoppen. Kommen wir später zu. So,
nochmal ein bisschen alles so hin und her schieben, dass das irgendwie, ja, die Statistiken gehen leider nicht kleiner, dass das irgendwie halbwegs vernünftig ist. Kann man leider nicht weiter rüberschieben, aber es ist halt so. So, okay, soweit so gut. Jetzt haben wir erstmal, soweit wie ich das überblicken kann, die wichtigsten Programme installiert. Und nun geht das Ganze weiter zum RTMP-Server. Dazu habe ich im Vorfeld schon mal die notwendigen Sachen runtergeladen, Nginx und NoAlps. Die beiden Sachen einmal extrahieren oder entpacken. Und den NoAlps auch nochmal extrahieren. Und schon sind die beiden Ordner hier erstellt worden. Da mir das Ganze aber zu unübersichtlich wird oder unübersichtlich wäre, würde ich das Ganze entweder auf die zweite Festplatte verschieben oder jetzt hier in dem Beispiel in den Dokumente-Ordner einen neuen Ordner angelegt, RTMP, und dort rein verschieben. Werden wir auch gleich machen. Das ist relativ wichtig, dass das jetzt passiert und nicht nach dem ersten Anstarten der Geschichten. Ich schneide die Sachen aus. Wir gehen in den RTMP-Ordner rein, fügen die ganzen Sachen ein. Browserfenster brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und als nächstes gehen wir in den Nginx-Ordner rein und haben dort drin in dem Nginx-Ordner in den Unterordnern einen Ordner, der heißt auch Nginx. Hier entpacken wir, so wie das Ganze sich in dem Verzeichnis halt befindet, auch ohne was dran zu ändern. Nicht verschieben. Entpacken wir auch den Nginx. Alle extrahieren. Wir lassen den Ordner bzw. die Struktur so, wie es gerade ist. Ändern nichts dran. Extrahieren. Schließe das Fenster und jetzt ist hier ein neuer Ordner entstanden. Dort drin befinden sich zwei Dateien. Einmal die Start-Bat und die Stop-Bat. Die können wir Rechtsklick drauf, senden an. Desktop-Verknüpfung erstellen, uns dorthin schicken, dass wir das nachher im späteren Verlauf leichter haben. Die liegen jetzt beide hier. Schieben wir mal ein bisschen runter, machen wir uns nachher vielleicht noch einen Ordner, wo wir es reinlegen. Egal. Die nächste Geschichte ist, um zu testen, ob das überhaupt so funktioniert, starten wir den Nginx einfach mal mit der Nginx-Exe. Bei vielen wird die .exe auch nicht angezeigt. Dafür gibt es die Möglichkeit, unter dem Explorer-Fenster bei Ansicht die Optionen zu benutzen. Ordneroptionen, Ansicht, Erweiterung von bekannten Dateien ausblenden ist in der Regel unter Windows 10 der Haken drin. Ich übernehme das mal, dann sieht man das eindeutig. Dann erkennt man nämlich leider Gottes aber nicht, was das für eine Datei ist. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, den Haken rauszunehmen, dann erkennt man das Ganze besser. Und jetzt starten wir mal die Nginx-Exe. Hier kommen wir zu einem Fehler, der ja so gewollt ist oder auch nicht. In dem Fall ist er nicht so gewollt. Ich kenne diesen Fehler aber und deswegen habe ich mir das auch gleich aufgeschrieben. Dafür brauchen wir ein Programm von der Microsoft-Webseite. Kopieren wir uns das Ganze mal rein. Ich werde die ganzen Links dann auch im späteren Verlauf unter das Video legen. Visual Studio
brauchen wir für OBS. Das bringt aber OBS als solches in der Regel mit. Und wir brauchen jetzt für den Nginx und für den RTMP-Server die Variation von 2010. Ich würde in dem Fall beide jetzt runterladen und beide installieren. Ich habe das auch schon vorbereitet. Im Dokumente-Ordner unter RTMP-Programme liegt die x86-Variante. Ja, Lizenzbedingungen alles schicki, installieren und das Ganze ist fertig. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Nginx-Exe starten. Es kommt kurz ein Fenster, ein schwarzes, dann kommt die Abfrage mit der Firewall von Windows. Wenn ihr andere Firewalls benutzt, müsst ihr dort halt dementsprechend das Ganze freigeben. Einmal zulassen, privates oder öffentliches Netz, je nachdem, wo ihr euch befindet. Ich habe das hier in dem Fall als privat gemarkert gehabt. Zugriff zulassen. Und damit sollte eigentlich der Nginx laufen. Das können wir relativ einfach überprüfen, indem wir rechte Maus Taskleiste Task Manager öffnen und dort uns den Prozess raussuchen. Hier ist es auch gut zu sehen, der Nginx läuft. Das müssen zwei Geschichten sein, die hier auch zu sehen sind. Und um zu gucken, ob das Ganze auch mit den BAT-Dateien funktioniert, stoppen wir das Ganze mal mit der Stop-BAT. Ist gut zu sehen, die beiden Prozesse sind verschwunden. Jetzt machen wir mal die ganze Geschichte, bringen wir die ganze Geschichte mal wieder ins Rollen. Wir versuchen das Ganze mit der Start-BAT und siehe da, Nginx läuft. Das war das Ganze mit dem Nginx. Die nächste Geschichte, die wir berücksichtigen müssen, ist, dass wir von unserem Handy aus, wenn wir damit streamen, oder von der GoPro aus in dieses Netzwerk rein connecten wollen und müssen. Das heißt, wir müssen einen Port in dem jeweiligen Router öffnen, dass man von außerhalb drauf zugreifen kann, beziehungsweise Daten hierher schicken kann in das lokale Netz zu dem Nginx bzw. RTMP-Server. Dementsprechend müssen wir auf der Fritzbox bei mir oder bei euch halt vielleicht ein anderer Router einen Port öffnen. Dazu gehen wir wie folgt vor. Browser öffnen. In dem Fall connecte ich kurz zu meiner Fritzbox. Passwort. Nein, brauchen wir nicht speichern. Der nächste Punkt ist dort unter dem Bereich Internet. Brauchen wir die Freigaben. Dort gehen wir hin und sagen einmal ein neues Gerät. Wählen uns das Gerät aus. In dem Fall nehmen wir dieses, jenes, welches. Auch relativ einfach rauszubekommen. Rechte Maus unten auf die Netzwerkgeschichten. Netzwerkeinstellungen öffnen. Oh, hat nicht geklappt. Nicht weiter schlimm. So. Und dann geht man hier auf Eigenschaften. Und dann sieht man die eigene IP-Adresse. In dem Fall ist es halt die 121. Die 21. Das ist hier auch wunderbar zu sehen, dass es die 21 ist. Und sagen neue Freigabe einrichten. Andere Anwendungen, Bezeichnung. Ich benenne das mal als RTMP. Protokoll auswählen, TCP Port
1935 bis Port 1935, das trägt der Router von alleine ein. Extern gewünscht auch Port 1935, Freigabe aktivieren, Haken muss drin sein und sagen OK. Jetzt sollte das Ganze hier unten drin stehen. Dann gehen wir einmal auf Übernehmen, warten kurz ab und schon ist an die IP-Adresse 21 hinten am Ende der RTMP geöffnet grün gemarkert mit dem Port 1935. Das heißt also, eure GoPro oder App auf dem Handy können jetzt zu dem Port 1935 die Daten senden. Dazu muss man natürlich wissen, wohin geht das Ganze. Das kann man jetzt im Prinzip mit mehreren Geschichten halt abhandeln. Einer der einfachsten Geschichten ist zu gucken, was für eine IP-Adresse habe ich jetzt. Das Ganze sollte normalerweise unter Internet Online Monitor hier zu sehen sein. Ich habe jetzt auch hier mit Absicht eine Fritzbox genommen, die per LTE verbunden ist, um nicht meine richtige IP-Adresse hier aufzuzeichnen. Diese ändert sich nach der Erstellung des Videos definitiv sofort. Hier hätte man jetzt die Adresse. Die brauchen wir im späteren Verlauf. Somit hätten wir jetzt den RTMP als solches erstmal am Laufen. Jetzt gehen wir hin und kümmern uns um NoAlps. NoAlps ist dafür zuständig, die Szenen zu switchen, wenn der Empfang halt nicht besonders ist, beziehungsweise relativ schlecht ist. Wir gehen halt in den Ordner rein von NoAlps. Hier ist eine Datei drin, die heißt .env. Öffnen mit Notepad++. Und jetzt tragen wir hier oben den User ein, also in meinem Fall Akinos01, und den OAuth-Token. Wo kriegen wir den OAuth-Token her? Ist eine eine Internetadresse von Twitch. Dort wird der OAuth-Token generiert. Kopieren uns das Ganze, öffnen den Firefox und sagen einfügen und los. Einmal auf Connect. Schon geht das ganze Spielchen wieder los. Cookies akzeptieren, ja bitte. Benutzername, Passwort, das Spielchen kennt ihr ja, eingeben und dann sehen wir uns gleich wieder. Benutzername, Passwort ist eingegeben. Jetzt kommt das typische Fenster mit den Rechten, die benötigt werden. Hier einmal noch auf Autorisieren klicken und dann kommt als nächstes Fenster dann der OAuth-Token. Den werde ich jetzt nicht leaken, aber diesen dann halt kopieren und in das Dokument dort eintragen. Ist das Ganze fertig? War es das schon mit der Datei gewesen? Einmal alles abspeichern. Und als nächstes gehen wir in die Config.json. Auch öffnen mit Notepad. Ich habe das hier auf dem Rechner schon verknüpft mit Notepad, weil der Übersichtlichkeit halber macht sich das halt besser als mit dem normalen Texteditor. Ist auch ein ganz kleines Programm. Kann man ruhig benutzen. So, erste Geschichte ist, hier oben kommt euer Username rein. So, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe hier schon so 2, 3 Sachen vorbereitet gehabt, beziehungsweise
ja, halt geändert gehabt. Ich habe hier auf der anderen Seite eine Textdatei, wo ich schon mir das alles mal so zurechtgepackt hatte, wie ich denke, dass es geht. Den ändern wir mal ab auf 3. Hier bin ich der Meinung, dass für schnelle Bewegung die Szene auf Low bei 1100 schon wechseln sollte, weil ansonsten wird das Bild zu pixelig für ein RTMP. Bei SRT kann man da auch auf 800 bleiben. Wir wollen jetzt aber hier eigentlich wir wollen jetzt hier einen RTMP-Server erstellen, dementsprechend 1100. Die anderen Einstellungen können wir jetzt da erstmal in dem Bereich so lassen. Switch Szene Live Low Offline. Das sind Sachen, die damit zu tun haben, welche Szenen wir bei OBS erstellen müssen. Da kommen wir in dem späteren Bereich noch dazu. Als nächster Abschnitt kommen Stream Servers. Und da kommen Sachen, die wir als solches gar nicht benötigen. Wir wollen einen RTMP-Server erstellen. Und hier haben wir ein ganz anderes Server schon vorbereitet. SRT ist auch unter anderem mit dabei. Diese Sachen können wir hier rauslöschen und müssen wir auch rauslöschen, weil wir sonst einen Fehler bekommen. Dementsprechend gehen wir hin. Hier oben ist die eckige Klammer. Hier ist die geschweifte Klammer und wir nehmen jetzt von der geschweiften Klammer bis hier erstmal die ganzen Sachen weg. Entferntaste, also markieren, Entferntaste. Und dann geht das Ganze weiter. Das ist auch nochmal SRT, brauchen wir nicht. Wir brauchen den Nginx. Die Zeile hier noch weg, damit die Formatierung halbwegs vernünftig ist. Und dann sieht das Ganze so aus. Live, Low, Offline. Und hier ist das nochmal deklariert. Normal, Low und Offline. Ich gucke nochmal in meine Datei, wie ich das hier gemacht habe. Ich habe das groß geschrieben in meiner Datei, aber das ist jetzt erstmal egal. So, als nächstes verwenden wir die Software OBS. Host ist localhost. Passwort wäre das Passwort, was wir in OBS jetzt gleich noch eingeben müssen. Und der Port, wenn ich mich nicht ganz irre, ist die 4455. Gucken wir gleich in OBS. Einmal OBS öffnen. Da geht es nämlich um Werkzeuge, um den WebSocket, die WebSocket-Einstellung. Der WebSocket muss in OBS 28 schon von Hause aus mit bei eingeschaltet werden und hat den Port 4455. Das muss hier in der Datei abgeändert werden. 4455. Passwort. Passwort gehen wir auf Verbindungsinformationen anzeigen. Öffnet sich ein Fenster. Dort haben wir nochmal die IP-Adresse, den Port, das Passwort, welches wir jetzt kopieren. Fenster schließen, übernehmen, öffentliche oder private, je nachdem, wo wir für ein Netzwerk drin sind, Zugriff zulassen und hier in die Datei das Passwort eintragen. Sämtliche Passwörter und IP-Adressen sind nach dem Video obsolet, deshalb kann ich das hier auch so zeigen. Plattform Twitch, User nehmen, den eigenen User wieder eintragen und hier kann man dann auch die Administratoren eintragen, die dann schlussendlich den Stream starten und stoppen können über den Chat. Ich trage mich jetzt erstmal selber ein. Und dann gucken wir weiter. False, fix.
Ja, das müssen wir nachher ändern. Das machen wir über den Chat. Also wir müssen es nicht ändern. Ich ändere das nachher über den Chat. Starting Refresh. Okay. Gucke ich mal hier unten hatte ich, glaube, genau, ich habe hier bei Privacy Pause genommen und bei Refresh Refresh. So, hier ist wichtig, dass man darauf achtet, dass dass das Komma halt hier hinter ist und hier unten halt das Komma halt nicht gesetzt wird, weil es halt der letzte Punkt ist in dem Bereich oder ja, von bis. Na, das hier hinter kommt halt kein Komma. Refresh. Reingeschrieben, ich habe es in dem Fall groß geschrieben, kann man klein schreiben. Ist jetzt auch alles zu vernachlässigen. So, hier würde ich dann gleich auf DE umschreiben. Dann haben wir auch die Sprache abgeändert. Jetzt gucke ich nochmal in mein anderes Dokument rein. False 5, 15, 0. Ja, das sollte soweit erstmal grundlegend alles gewesen sein. Abspeichern. Und nochmal kurz gucken, ob das auch wirklich alles so ist. Genau, ist alles übernommen worden. Wir haben hier oben den Nickname eingetragen. Hier ist alles eingeschaltet. Okay. Damit wäre es das erstmal vorläufig halt erstmal mit dieser Datei. Achso, ja, beinahe vergessen. Wir brauchen ja noch ein paar Szenen in OBS. Können wir das Fenster hier schließen, übernehmen. Alles klar, okay. Öffnen wir uns mal die Datei nochmal, damit wir da auch nichts falsch machen, weil dabei ist es schon wichtig, Groß-Kleinschreibung halt zu beachten. Wir brauchen die Szene live in der Form halt klein geschrieben. Das ist hier verkehrt rum gewesen. Die Quelle kommt danach. So, einmal plus, Szene live. Als nächstes kommt die Szene low. Na, sag mal. Plus LOW. Als nächstes kommt die Szene offline. Hier, wie gesagt, darauf achten, dass die Groß- und Kleinschreibung, ich weiß nicht, inwieweit das denn sensibel reagiert. Ich glaube schon. So. Jetzt haben wir das. Jetzt hatten wir noch ein paar andere Geschichten gehabt. Offline, Low, Normal. Pause und Refresh. Nehmen wir uns gleich mal die Szene Refresh. Die Szene Pause. Und ich glaube, das war es dann als solches auch. Die Szene löschen wir uns gleich, also die ist die Standardszene, damit die halt erstmal weg ist. Um streamen zu können oder online zu sein, brauchen wir die Live-Szene für schlechtes Internet, die Low-Szene für gar kein Internet oder unterhalb von einer Bitrate von 100 oder 200, weiß ich jetzt gar nicht. Die Offline-Szene, die Refresh-Szene, falls mal der Ton knackt, die Pause-Szene für den Fall der Fälle, dass wir mal irgendwo hingehen müssen. In der Live-Szene binden wir jetzt auf jeden Fall eine Quelle ein vom VLC Media Player. Den haben wir relativ zum Anfang installiert. Deswegen ist der hier auch mit eingetragen. In dem Fall würde ich sagen rtmp -live. Playlist wiederholen können wir drin lassen. Hier einmal auf das Pluszeichen draufklicken, Pfad oder URL
eintragen. RTMP Doppelpunkt Schrägstrich. Die IP-Adresse wäre dann für Localhost die 127.0.0.1 mit dem Port 1935 Schrägstrich. So, dazu gucken wir noch mal hier kurz rein. Hier müsste das normalerweise auf Live sein. Und für diejenigen, die ja etwas mehr Sicherheit ins Spiel bringen wollen, machen wir einfach noch einen Unterstrich. In dem Fall machen wir es uns einfach 1, 2, 3, 4, 5 und sagen okay. Für euch natürlich hier etwas schwieriger das Ganze gestalten. Halt, stopp hier. Okay, das war's. Ist eingetragen. Playlist wiederholen. Zufällige Wiedergabe ignorieren wir alles. Netzwerkpuffer. Ja, wir sind auf dem eigenen Rechner. Können wir alles von der Sache her so lassen. Sagen wir okay. Und damit ist die Szene hier hinzugefügt. Transformieren, an Bildschirm anpassen. Somit haben wir das komplett vollflächig. Szene Low. Dort könnt ihr natürlich auch euer Overlay, also in der Szene Live oder in allen Szenen, könnt ihr natürlich auch euer Overlay mit eintragen. Als Browserquelle und so weiter. Jetzt gehen wir mal hin und sagen, bei der Szene Low machen wir uns ein ganz normales Textdokument, Text LOW, nennen wir das Ganze mal. Der Name, ja, okay, das verstehe ich, LOW minus TXT. Schreiben wir uns rein LOW. Das geht im Prinzip jetzt in dem Fall nur darum, dass wir das erkennen können, welche Szene wir drin haben. Hier machen wir genau das gleiche und bei den anderen Szenen im Prinzip auch. Text of minus txt. Und hier einmal off. Und den Rest brauche ich euch ja jetzt nicht zu. So, somit haben wir praktisch in jeder Szene etwas drin, wo wir halt sehen können, aha, okay, wir sind jetzt in der und der Szene, damit da auch nichts schief gehen kann. Gut. Jetzt schauen wir nochmal nach, ob der Nginx als solches noch läuft. Nicht, dass wir den ausgeschaltet haben. Ja, er ist noch an. Dann gucken wir mal nach, ob unsere Arbeit auch soweit als solches funktioniert. Wir gehen wieder bei NoAlps rein und sagen NoAlps Exe starten. Dem Windows mag das natürlich nicht, wenn solche Sachen ausgeführt werden. Ja, ist auch nicht weiter schlimm. Wir gehen auf weitere Informationen und sagen trotzdem ausführen. Der erste Start war nicht von Erfolg gekrönt. Ah, jetzt scheint das Ganze zu funktionieren. Okay. Hier gibt es jetzt nur Informationen und keine Fehlermeldung als solches. Dementsprechend sollte das Ganze auch funktionieren. Wir überprüfen das Ganze einfach, indem wir in unseren Chat Ausrufezeichen B eingeben für Bitrate. Das ist die Abkürzung für Bitrate und kriegen auch eine Rückantwort. Keine
Konnexion. Dementsprechend wissen wir, das Programm als solches funktioniert erstmal. Wir haben keine größeren Fehler halt drin. So, wie gesagt, bei GitHub gibt es noch ein, zwei Sachen, die dort auch sehr hilfreich sind. Wenn man hier auf der Webseite ein Stück runter scrollt, gibt es hier die ganzen Kommandos, die man schon mal sich dann auf jeden Fall beiseite packen kann und gucken kann, was man davon braucht, was man alles ändern muss und was nicht. Kommen wir gleich zurück zu dem Thema. Am Anfang des Streams oder am Anfang des Videos hatte ich gesagt, wir brauchen dieses Programmchen. Wie wir das runtergeladen bekommen, ist relativ einfach. Wir klicken hier auf Code und dann auf Download ZIP-Datei. Dann haben wir den Nginx runtergeladen. Klicke ich auch mal drauf. Öffnet sich der Download. Und was noch als zweites wichtig war, war NoAlps. Das ist hier auf der rechten Seite halt. Letzte Version. Und dort die Windows ZIP vom 6. September. Hat allerdings noch einen kleinen Mankel drin, dadurch dass Twitch momentan die Host-Funktion ausgeschaltet hat bzw. wegrationalisiert hat, funktioniert der Stream-Stop nicht mehr. Normalerweise war das so, dass wenn ein RAID eingeleitet worden ist, dass dann auch der Stream halt gestoppt wurde, automatisch, wenn der RAID halt durchgelaufen war. Diese Funktion funktioniert nicht mehr. Ihr müsst also momentan darauf achten, dass ihr den Stream als solches selber stoppt. Dazu haben wir hier die Kommandos Start, Stopp, Record. Selbsterklärend kann man praktisch auch aufnehmen. Und in dem Fall hatten wir vorhin schon gesagt, dass wir bei den Aliases was ändern wollen, was im deutschen Bereich halt so eine Sache ist. Die Sache mit dem S. Und wir gucken mal, dass wir, also ein paar Sachen funktionieren schon. Gucken mal, dass wir den einen Alias hier nochmal löschen. Gucken, ob das Ganze funktioniert. Genau den hier. Steuerung C, Steuerung V. Hier noch die Leerzeichen weg und Enter. Gucken wir. Ja, removed. Okay. Dann sollte das Ganze jetzt auch eigentlich funktionieren. Wir gehen mal in die Szene LO, Ausrufezeichen LOW, Enter. Funktioniert natürlich nicht. Wir gehen mal, achso, wir haben auch das S vergessen, Ausrufezeichen S LOW. Das funktioniert. Ausrufezeichen S Live. Funktioniert. Haben wir jetzt natürlich noch keinen RTMP-Input. Dazu kommen wir später. Und wir probieren halt nochmal dann in die Pause-Szene zu gehen. Pause. Das funktioniert schon mal sehr hervorragend. Wie gesagt, in den jeweiligen Szenen könnt ihr natürlich eure Overlays reinmachen, etc. pp. Wenn ihr den RTMP-Stream dort auch mit reinlegen wollt, bitte darauf achten, dass ihr dem RTMP-Stream dementsprechend einen anderen Namen gebt, damit das Ganze auch wirklich zu unterscheiden ist. So, kurzes Päuschen, ich gehe mir einen Kaffee organisieren, bin gleich wieder da. Okay, damit haben wir jetzt schon erstmal sichergestellt, dass die Szenen als solches gezwitscht werden können, dass wir für den Fall der Fälle auch die Pause reinmachen können, was ja auch manchmal ganz hilfreich ist. Dann gucken wir mal weiter, was es hier noch gibt. Intro, kann man halt die Szene zwischen Intro, Live, Starting, Ending.
Einer der wichtigen Sachen ist der Trigger, den wir vorhin auf 1100 gesetzt haben. Das kann der jeweilige Moderator oder Administrator, je nachdem wie es eingestellt ist, auch über den Chat machen. Einmal Trigger eingeben, sollte die 1100 kommen. Genau, man kann den halt auch ändern. Ich sag mal, wir setzen das jetzt mal runter auf 1000 und dann steht hier die 1000. Gut, 1100 ist für mich immer so, ja, für qualitativ gute Geschichten halt der Sweet Spot. Dementsprechend setze ich das jetzt auch wieder auf 1100. Die anderen Sachen lassen wir jetzt erstmal außen vor. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht ändern. Source Info oder Server Info gibt auch eine Ausgabe. Gucken, was hierbei rauskommt. Keine Informationen. War ja klar. Wenn man mal was für den Stream braucht, beziehungsweise fürs Video braucht, gibt es da natürlich keine Ausgabe. Grins. Gucken, wo die Ausgabe kam. Ja, wird wahrscheinlich nur gehen, wenn das Ganze auch im Live-Betrieb ist. Dann kommen wir zu den meiner Meinung nach wichtigen Sachen. Wenn mal der Ton spinnt, dass der jeweilige Moderator den Refresh bedienen kann oder den Fix bedienen kann. Die abgekürzte Geschichte ist Ausrufezeichen R, Ausrufezeichen F und für Bitrate Ausrufezeichen B. Als weiteres kann man noch ein paar Kommandos oder ein paar Sachen halt für Allgemeinheit freischalten, für Public On-Off, On-Off, moderative Geschichten an-aus, und so weiter. Das kann man auch hier in der Datei, wurde von einem anderen Programm geändert. Ja, das haben wir jetzt gerade über den Chat gemacht, sagen wir ja. Ich schließe das Ganze mal vorsichtshalber, nicht, dass wir da irgendwas falsch machen. Super Sache. Hier ist es auch gerade gut zu sehen. Hier stand vorher ein Doppel-S, jetzt steht ein einfaches S, es ist also geändert worden. Genau, hier ist auch nochmal die 1100, die hatten wir vorhin geändert gehabt. Genau, hier könnte man auch noch die Werte verändern, kann man sich ganz in Ruhe im Internet belesen und gucken, was da sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Ich würde es erstmal zum Anfang als solches so lassen. Sprache, EN, okay. Wir werden mal die Sprache noch ändern auf Deutsch, damit die Ausgabe nachher auch auf Deutsch ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Dafür gibt es auch ein Kommando. Genau. Weiß ich jetzt zwar nicht mehr, wie das Ganze war, aber wir fügen das mal als DE ein. Aktualisiert auf DE. Die Ausgabe ist auch sofort auf DE. Damit hätten wir durch Zufall das richtige Kommando gefunden. Hatte ich vorhin überlesen. Bitrate dürfte jetzt theoretisch natürlich wieder die 0 da stehen. Oder keine Verbindung. Genau. Machen wir Ausrufezeichen B. Kommt genau dasselbe raus. Damit hätten wir eigentlich die Kommandos als solches erstmal erledigt. Genau. Irgendwas wollte ich hier in diesem Dokument noch, und zwar mit den moderativen Geschichten. Ja, egal. Kann man sich im späteren Verlauf dann auch nochmal drum kümmern. Hier sehen wir nochmal NoAlps. Wir sind immer noch komplett fehlerfrei, haben alles nur Informationen. Das heißt also, NoAlps funktioniert. Der Nginx läuft. Der nächste Schritt wäre, wir nehmen unser Handy oder ja, die GoPro-App oder einen Encoder und verbinden uns mit dem RTMP-Server.
So, dafür hatte ich hier was noch vorbereitet gehabt. Der Link für den RTMP-Server setzt sich dann wie folgt zusammen. RTMP // eure IP-Adresse aus der Fritzbox. Die kommt dort rein, wo die vielen X sind. Der Port 1935 Publish / live. Und dann hatten wir vorhin gesagt 1, 2, 3, 4, 5. Bitte bei euch abändern und irgendwas Sinnvolles, Passwortähnliches halt benutzen. Diese Geschichte halt bei euch eintragen im jeweiligen Interface der Kamera, der GoPro-Geschichte, der GoPro-App oder und. Also nochmal kurz auf die Fritzbox drauf. Internet, Online-Monitor sollte im Prinzip hier das die IP-Adresse sein. Und dann die IP-Adresse halt in Larix oder in der jeweiligen App eintragen. So, das Ganze sollte für Larix oder Larix geschrieben, Larix, sollte dann in der Formation so eingetragen sein. IP-Adresse, Doppelpunkt der Port, Publish, Live 1, 2, 3, 4, 5. Username, Passwort ist in dem Fall halt nicht notwendig, weil das Ganze praktisch in dem Link enthalten ist. Abspeichern. Und als Standard nehmen. Halt, ich will die App nicht schließen. So. Und dann einfach mal connecten, gucken, ob das Ganze funktioniert. Wird jetzt hier nicht funktionieren, weil das Ganze halt mit der IP-Adresse so nicht stimmig ist. Ich will, wie gesagt, nicht alles liegen. Bei euch sollte jetzt aber theoretisch in dem OBS das Bild zu sehen sein, welches ihr gerade filmt. So, im OBS wieder angekommen. Starte ich mal ein RTMP-Stream. Wir gucken mal, ob das Ganze irgendwie übertragen wird. Ob irgendwann, hier kommt was an. Also super Sache. Ja, das Handy ist ein bisschen warm. Nicht weiter schlimm. Wir ignorieren das Ganze jetzt mal. So. Nochmal zurück mehr oder weniger zum Anfang. Hier ist auf jeden Fall zu beachten, dass die lokale IP-Adresse benutzt wird. Lass mal die Sache hier ausmachen. Sprich also hier in dem Fall die 127.001, wenn man auf dem gleichen Rechner alles installiert hat, wäre das hier bei OBS halt so einzutragen, Publish, Live und dann die jeweilige Kombination, die man sich da so ausdenkt halt, wie vorhin besprochen. Und auf dem Handy habe ich vorhin das Publish vergessen einzutragen. Oder falsch eingetragen, egal. Ich glaube, ich habe es falsch eingetragen. Ich hatte hier ein P drin gehabt. Kann passieren. Also so wäre das jetzt hier für diesen Fall halt richtig. Und auf dem Handy halt auch das Publish nicht vergessen. Und halt live und die jeweilige Geschichte, was man sich dort hat einfallen lassen, damit es halbwegs ein bisschen sicherer wird. Eigentlich von der Sache her ist das Ganze eigentlich nur in der NoAlps-Konfiguration halt drin. 4 braucht man da halt nicht machen, mehr oder weniger. Okay, also hier Zeile, wenn das alles rausgenommen worden ist, in der Zeile 30 bei mir steht das drin und Publish und damit wäre es dann von der Sache her. Gut, das wäre das soweit. Das Ganze funktioniert, läuft.
Ich werde mal OBS schließen. Jetzt haben wir noch das Problemchen, dass die Sachen ja auch gestartet werden sollten. Und zwar nach Möglichkeit, wenn der Rechner gestartet wird. Zumindestens ja, bei dem einen oder bei dem anderen wäre das halt wünschenswert, wenn man das so haben möchte. Dazu hatte ich mir noch den Pfad extra notiert, wo man hin muss. Man muss halt ins App Data Roaming Microsoft Windows Startmenü rein und dann kann man dort die Sachen einzeln ablegen, so dass das halt auch sinnvoll funktioniert. Wir versuchen das Ganze mal, geht natürlich so wie immer nicht. Wir nehmen mal den Benutzer Akinos 01 und dann stellen wir halt fest, AppData gibt es nicht. Ansicht, Optionen, Ordner-Optionen und dort mal runterscrollen, ausgeblendete Dateien und Ordner und Laufwerke anzeigen, übernehmen, okay. AppData, Microsoft, nee Quatsch, Roaming, Microsoft, Windows, Startmenü und dann Programme und dann theoretisch Startup, oder bin ich jetzt hier falsch? Nein, Autostart in dem Fall. Dort wäre das dann cool, die Sachen abzulegen. Dazu öffnen wir uns ein zweites Fenster. RTMP-Ordner. Wir gehen dort rein bei NoAlps. Dann gucken wir uns den Pfad an, kopieren uns den, das macht sich halt ein bisschen einfacher. Gehen wieder in das Autostart-Fenster rein, sagen Neu, Verknüpfung, geben hier den Pfad ein und sagen dann, oh, können wir gar nicht. Okay. Ja gut, dann müssen wir das halt anders machen. Wir sind in der Bibliothek Dokumente RTMP NoAlps und dann nehmen wir die NoAlps Exe, sagen okay, weiter. NoAlps Exe, ja, kann man halt auch so lassen. Passt, haben wir die erste Verknüpfung. Dann gucken wir uns an, wo geht OBS Studio hin, wahrscheinlich in C-Programme oder Programmfiles. Machen wir genau dasselbe. Neu, Verknüpfung, durchsuchen. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich die Start-Verknüpfung für Nginx mit reinnehmen. Sagen wir okay, weiter. Startverknüpfung, ja, lassen wir so. Dann machen wir das Ganze noch einmal. Neu, Verknüpfung, durchsuchen. Dieser PC. Programme. Ich denke mal, das müsste bei Programme drin sein. Da ist es doch. OBS Studio. Data. Nee. Da muss ich tatsächlich erstmal nachgucken. Eigenschaften. OBS Studio. Hier. Bin. Genau, man kann ja auch nicht alles wissen. Und dann hat man dort die Exe. Also C-Programm-Files, OBS Studio, bin 64-Bit OBS Studio Exe. Weiter, weiter, fertig. So, eigentlich war es das von der Sache her. Wir haben jetzt die Sachen im Autostart drin.
Das wird sich alles automatisch dann starten. Zum Stoppen für die ganzen Sachen können wir die Programme dann halt separat, die sind ja dann halt geöffnet, schließen. Das Einzige, was wir halt nicht sehen, ist Nginx. Dazu brauchen wir dann später halt die Stop-But, um das halt zu stoppen, falls man das gerne machen möchte. Okay. Ich werde jetzt mal die Kiste neu starten und dann sehen wir uns wieder. Und wieder zurück. Nach dem Neustart schaut das Ganze so aus, dass dort 1, 2, 3 Fehlermeldungen aufgetaucht sind, weil die Programme ja nicht gleichzeitig geöffnet sind. Nicht weiter schlimm. Das ist ja alles innerhalb von der ersten Sekunde von der Sache her mehr oder weniger passiert. Alles überhaupt kein Thema. Jetzt steht die ganze Sache da und wartet auf die Sachen, die da kommen werden. Wir kontrollieren mal, ob da was gehen würde. Ausrufezeichen S und LOW. Gehen wir mal in die Los-Szene, gucken, ob das geht. Das würde theoretisch alles funktionieren. Wenn ich jetzt auf Start drücke, könnte der Server im Prinzip laufen. Also Ausrufezeichen Start würde es losgehen. Dann muss das jeweilige Gerät halt hingehen und sagen, okay, ich bin GoPro oder ich bin Larix und ich mache jetzt mal eine Verbindung zu dem Server. Dann geht die ganze Geschichte halt automatisch auf Live. Währenddessen, wenn keine Verbindung da ist, geht das Ganze wieder auf Offline. Der Refresh ist in der Regel eigentlich für Sachen da, wenn der Sound mal nicht so wirklich will oder sich ein schwarzes Bild einschleicht. Das kann durchaus mal passieren. Die Szenepause, wie das Ganze sich schon schimpft, ist halt mal für eine Pause gedacht. Man könnte sie auch Start oder Ende nennen oder eine zusätzliche noch hinzufügen. Kann man auch machen. Die muss man dann allerdings noch deklarieren. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, es war soweit aufschlussreich. Ich werde die ganzen Links und auch die Pfade unter das Video legen in die Infobox. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich würde mich riesig freuen, wenn der eine oder andere mit dem Daumen nach oben glänzt und vielleicht ein Follower da lässt. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag.